Ich habe Wildkameras bisher nie wirklich ernsthaft genutzt und ich wollte das sauber wissen. Wie praxistauglich ist das wirklich? Einrichtung, Bedienung, App, SIM-Karte, Datenkosten und Qualität im Alltag. Ich habe das über mehr als einen Monat konsequent laufen lassen, bei mir am Jagdhaus und im Revier. Und ich zeige dir heute ganz genau das, wie ich es einsetze, warum es mir jagdlich etwas bringt und was sich dadurch an meinem Blick auf Wild und Revier verändert hat. Als die Kameras ankamen, hatte ich sofort einen konkreten Anlass, sie einzusetzen. In der Garage lag an 2 Tagen hintereinander eine tote Maus, praktisch am selben Punkt. Ich konnte es mir nicht erklären und dachte zuerst, vielleicht war eine Katze oder unser Hund der Auslöser. Also habe ich die Kamera einfach hingestellt, um Klarheit zu bekommen. Und schon in der ersten Nacht war eindeutig zu sehen, es war eine Ratte. Das war der Moment, in dem ich gemerkt habe, wenn du antworten willst, liefert dir so eine Kamera sie sofort, ohne Rätselraten. Mir geht es dabei nicht um schöne Bilder oder Videos. Für mich ist das eine Ergänzung zu dem, was ich als Jäger ohnehin mache. Beobachten am Ansitz, Zeichen lesen, Zeiten einschätzen. Und genau wie Wärmebild und Nachtsichttechnik hilft, Dinge überhaupt zu erkennen, hilft mir die Wildkamera dabei, Zusammenhänge im Revier besser zu verstehen. Leise, ohne Unruhe und über längere Zeit. Einrichtung und Bedienung waren überraschend einfach. Befestigen, ausrichten, einschalten, Start. Und nach ungefähr 30 Sekunden ist die Kamera scharf. Es gibt Feinabstimmungen im Menü, zum Beispiel damit bewegte Äste oder Gras nicht unnötig auslösen. Das ist heute nicht mein Schwerpunkt, mir geht es um den Einstieg. Das Grundprinzip sitzt schnell und die Kamera läuft zuverlässig an. Beim Akku war ich ehrlich beeindruckt. An einem festen Punkt im Revier war die Kamera nach 4 Wochen immer noch bei rund 30%. Und das bedeutet für mich weniger Kontrolle, weniger Lauferei und damit auch weniger Unruhe im Revier. Über die App kann ich schnell prüfen, ob etwas passiert ist. Aufs Handy kommt zuerst nur Vorschauen in niedriger Qualität. Das wirkt ruckelig, ist aber genau dafür gedacht. Datenvolumen sparen. Wenn ich etwas wirklich sauber sehen will, lade ich einzelne Sequenzen gezielt in hoher Qualität herunter. Der Punkt ist, nicht alles permanent in HD ziehen, sondern nur das, was jagdlich relevant ist. Ich will keine unnötigen laufenden Datenkosten, deshalb nutze ich die Handyvorschau nur als Kontrolle. Und die Aufnahmen in voller Qualität ziehe ich mir direkt an der Kamera per Laptop und Kabel. Für meinen Ablauf ist das ideal. Volle Qualität, Kosten im Griff und ich habe die Daten sofort sauber archiviert. Und jetzt kommt etwas, das in dieser Form wirklich außergewöhnlich ist. Die Natur beginnt bei mir direkt am Jagdhaus. Du bekommst Wildbewegung unmittelbar im Umfeld und das nicht nur nachts. Für mich ist das ein einzigartiger Einblick in das, was hier tatsächlich lebt. Über mehr als einen Monat war praktisch jeden Tag etwas vor der Kamera. Viel Rehwild, immer wieder Fuchs, auch Dachs und anderes Nachtleben, zum Beispiel auch Steinmarder und sogar ein Goldschakal. Für mich als Jäger ist das der Mehrwert. Ich bekomme einen deutlich besseren Einblick in die Vielfalt, ich erkenne einzelnes Wild wieder und ich verstehe Zusammenhänge im Revier besser. Das ergänzt Ansitzbeobachtung und genauso auch Technik wie Wärmebild und Nachtsicht. Nicht als Ersatz, sondern als Werkzeug, um das Bild vollständiger zu machen. Ein Highlight, das man ohne Technik kaum so klar belegen könnte. Ein Hirsch steht vor der Kamera und kurz darauf kommt ein freilaufender Hund und vertreibt ihn. Der Hund wirkt im Bild fast harmlos, aber man sieht sehr deutlich, er ist auf Wildfährten unterwegs und kommt dem Wild näher, als viele vermuten würden. Und das Überraschende, der Hirsch bemerkt den Hund relativ spät. Genau solche Situationen zeigen, wie schnell Wild beeinflusst wird und warum Beobachtung mit Technik manchmal mehr erklärt als 10 Vermutungen. Beim Rehwild sieht man jetzt sehr schön die typischen Winterbilder. Stücke ziehen häufiger in Sprüngen zusammen und bei den Böcken erkennt man klar die Phase, einer hat komplett abgeworfen, ein anderer schiebt schon im Bast. Solche Entwicklung über Wochen zu sehen, ist jagdlich wertvoll, weil du einzelnes Wild wiedererkennst und besser einordnen kannst. Und dann ist da noch eine Sau, die offensichtlich verletzt ist. Woher das kommt, weiß man nicht. Aber genau solche Beobachtungen sind wichtig. Du bekommst Hinweise, die du ohne Kamera leicht übersehen würdest. Und als Jäger schaust du dann genauer hin. Feinabstimmungen im Menü gibt es und die können sinnvoll sein, wenn du unnötige Auslösungen reduzieren willst. Das ist heute nicht das Thema, das Video ist der Einstieg, wie läuft es in der Praxis
Und lohnt es sich überhaupt? Und als nächster Schritt kommt das, was ich gezielt angehe. Ein Wechsel ungefähr 130 Meter unterhalb vom Jagdhaus. Hier nur ein Vorgeschmack, weil genau daraus das nächste Video wird. Kamera umhängen, den passenden Punkt finden und dann zeige ich, was dort regelmäßig läuft. Inklusive Schwarzwild und Rotwild. Mein Fazit nach diesem ersten echten Einsatz: Das läuft bisher hervorragend. Bedienung einfach, Laufzeit stark und der Ablauf mit App-Vorschau plus Laptop-Download ist für mich genau die praxistaugliche Lösung. Und weitmännisch ist der Mehrwert klar. Als Ergänzung zum Ansitz und zu Wärmebild- und Nachtsichttechnik bekomme ich ein deutlich besseres Verständnis für Wild und Revier. Über Wochen, ohne unnötige Unruhe. Wenn du meinen Ablauf als kompakte Checkliste willst, ich habe dir ein kostenloses PDF vorbereitet. Link steht unten in der Beschreibung. Im nächsten Video zeige ich dann den Schritt, der jagdlich wirklich zählt. Kamera umhängen, den passenden Wechsel finden und warum dieser Wechsel unterhalb von der Jagdhütte so liefert.